Your platoon is what remains of recon. I'm folding you into the 22nd. You'll be going up that damned hill tonight. We're intelligence gathering, sir. I don't need intelligence, son. I need men who can hold rifles and kill Japs. Tonight, you're a rifle company. We've got cooks, mechanics, and stretcher bearers all going into the line. We aim to break them tonight, Lieutenant. Good to see you, Hank. You too, Cole. How's your war? Not quite what I expected. As long as I live, I will never get over that sound. Hey, who's that medic? He'll be killed going out there. It's Sheldon, the guy from the Osakawa Bridge. That guy's got no fear. He didn't make it. I didn't go out there to save him. What are you saying, man? I went out there to put him out of his misery, to ease his pain. Do you have a problem with that? Murder, Corman. That's war, Lieutenant. Smell the stench. Feel the whore's breath on your neck. You need help, man. Call for me tonight, Lieutenant. When you're up on that hill. I've been up there 3 times already. The circles of hell have nothing on Sugarloaf Hill. Get this madman out of my sight! Wieder eine Rückblende, liebe Freunde. Wieder eine Rückblende aus dem Zweiten Weltkrieg. Phelps. Und ich glaube, den Kerl, den kennen wir auch. Das ist der mit Jack Kelso die Drogen verkauft. The Setup. Ein abgekatertes Spiel. American Legion Boxstadion, 9 Uhr. You like the fight game, Phelps? I did a little boxing in the Marines. I found it a pretty humbling experience. Man merkt, dass Phelps Boxen gelernt hat. Hat auch einen guten Kinnhaken drauf. Fix you a sandwich, buddy? Corned beef and egg salad, 12 cents. Bologna and ham and cheese, 10. It's strictly a mug's game. You'll like this fight, though. A plucky limey's about to take a beating from an up-and-coming Negro. You sound pretty sure about the result. I ought to be. I got $50 on the black kid. Let's get a ringside seat. Da gibt's gut auf die Mütze. Da können wir uns noch ein paar Moves abschauen hier bei den beiden Boxern. Wen sehe ich denn da? Mickey Cohen. Autsch. Der ist down. That son of a bitch Hammond made a run for his dressing room. Let's find out what's going on. God damn you, Albert! You get out here right now! Step back! LAPD! Garderoben der Kämpfer untersuchen. What's going on? That son of a bitch Hammond has jammed the door. And who are you? Carlo Arcaro, I'm his manager. I'm his trainer. Interesting attitude to have towards a victorious athlete. Victorious? We had an arrangement. We had a goddamn arrangement! That limey bastard was paid to take a nap. He reneged. And you were out of pocket? Damn right. Me and a couple hundred other people. Stand aside. He squeezed out the window. I'll put an APB out on him. Why would we do that? He won the fight fair and square. To prevent him from getting clipped. He was paid to flop. There was big money riding on this So are we fight. here because you lost money or because we're investigating a prize-fighting racket? Very funny. Look around and see what you can find. Which is Hammond's locker? Over by the pinboard, second from the end.
Na, liebe Freunde, das ist echt ein abgekatertes Spiel gewesen. Hammond hat sich offensichtlich nicht daran gehalten, zu Boden zu gehen. Und jetzt sind natürlich alle Leute sauer, die bei dieser gefakten Wette mitgemacht haben, inklusive Roy, unseren guten alten Roy. So, schauen wir uns erstmal diese Zeitung vielleicht an, die hier liegt. Psychiater Fontaine arbeitet selbstlos. You look troubled. I'm in a jam, Doctor. Can I help, Courtney? Is it money? No, Doctor. That's okay. Do I have your professional confidence? Whatever you say, we'll never leave this room. I talked some of the guys in my old unit into doing something, and it's gone wrong. I guess I did it for the wrong reasons, for short-term gain. We came home from China on the Cool Bridge. The morphine robbery. That was us. I thought I could get the guys a fair share. Some sort of benefit for the sacrifices that they made in the war. Those guys deserve it, Doctor. Oh, I'm sure they do, Courtney. But the deserving aren't always rewarded. Tell me about it, Doc. We shifted our stuff onto this mob-connected guy, and it's been turning up all over town. It wasn't meant to be like this. The presumption was rather naive, Courtney. I know that now, Doctor. But people are dying. Might I venture a few questions? Sure. Do your underworld contacts have all the morphine? No, they don't. We doled it out, hoping we could control it. Are they pressing you for further allocation? That's the polite way of putting it, Doctor. I may be able to help you, Courtney. Thanks, Doc. It helps just to talk about it. I mean, I have a solution that will help you financially and salve your conscience. I'm all ears, Doctor. I will transact to take all the narcotic off your hands. And you can rest assured that it will all be medically administered. I will use the funds that I no longer require for the purchase of medication and invest them in housing developments. Housing? The developments in question are housing projects for former servicemen. Your return will come from the sale of the properties, and your investment will benefit those that you care for most. Does this arrangement meet with your approval? You're a magician, Doctor. Ein ganz schön zwielichtiger Bursche. Fontaine, der Psychiater. So selbstlos scheint er nicht zu sein, wie das da aussieht. 8 von 13 Zeitungen haben wir gesammelt und Fontaine ist offensichtlich ebenfalls an diesem Drogengeschäft interessiert. So, hier ein Boxhandschuh. Nope. Scheint also nichts mit diesem Pfeil zu tun zu haben. Nichts Besonderes zu bedeuten, offensichtlich. Weil hier, da unten liegt noch ein Boxhandschuh. Ein anderer, der zweite. Offensichtlich der für die linke Hand. Interessant, dass die schon in den 40ern so aussahen wie bei uns. Heute, die sehen ja eigentlich kaum unterschiedlich aus. Also viele Sachen haben sich ja verändert. Ich nenne mal beispielsweise Fußballschuhe. Die haben sich ja mega krass verändert. Aber Boxhandschuhe sehen sich doch noch recht ähnlich. Heute und vor 40 Jahren. Was haben wir denn hier? Ja, da ist er rausgerannt, oder? Hier müsste doch irgendwo sein Spind sein. Da. A. Hammond. Und da ist ein Zettel.
There's a phone number we can run by R&I, plus a bunch of names and odds. You're not the only one who likes a flutter, Roy. Harry 18:1, Mervyn 22:1, Ray 19:1, Teal AL 345. Das werden wir mit Sicherheit überprüfen. Was haben wir hier noch? Klebeband? Ja, ist nicht gerade unüblich für Boxer. Müssen wir uns hier noch was näher anschauen? Habe ich das vielleicht verplant? Können wir es noch umdrehen? Nicht, dass ich hier irgendwie wieder was übersehe, vergesse oder ähnliches. Ich glaube nicht. Aha, hier scheinen wir jetzt auch alles entdeckt zu haben. Dann wollen wir jetzt mal zum Telefonhörer da vorne greifen. You better find that cocksucker and you bring him to me. I feel bad too, Mickey. He guaranteed me he would take the flop. I guarantee that you will be fish food if you don't bring me... Roy, you out of pocket too? Mickey? Seems that way. Don't worry about it. My boys are out looking for him. Well, you'd better call them off. This is a police matter now. If anything happens to Hammond, I'll testify that you made threats against him. Who's the Greyhound? He's a frisky one, isn't he? Cole Phelps? Mickey Cohen. I know who he is, Roy. I, met his brother-in-law. Finkelstein, den haben wir nämlich erledigt, seinen Schwager. Ebenfalls in Drogengeschäfte verwickelt. Ähnlich wie Mickey Cohen. So, jetzt mal hier schnell zum Telefonhörer kommen. Und da rufen wir jetzt mal die Telefonnummer an, beziehungsweise checken, von wem die sein könnte. Operator, message for KGPL. Putting you through now. Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? I need an address for the following phone number. AL345. The address for the phone number is the Hotel El Mar, 6294 Leland Way, Hollywood. Thank you. Hotel El Mar untersuchen, das ist unser neues Ziel. Flophouse. Quarter a night, no questions asked. Okay. Scheint also nicht gerade die beste Adresse der Stadt zu sein. Wir müssen dort dennoch vorbeischauen und gucken, ob vielleicht Hammond da ist. Hotel El Mar. Schäbiges Hotel. Aktuelle Spur bei der Suche nach Albert Hammond. Leland Way. Da fahren wir jetzt mal selber hin, durch die Nacht von Los Angeles. You seem to have a pretty cozy relationship with Cohen and Stompanato. Do I note a hint of reprimand in your tone, Detective? Talking to gangsters comes with the turf. You should try out Mickey's place. He's got a haberdasher's up on Sunset. See if he can get you out of those old man's clothes that you slink around in. It's a front for his illegal activities. It is that, but he does carry some very sharp suits. If it's okay with you, I'll stick with Brooks Brothers. Ey! Christ Meine alive, this is Fresse. a nightmare. Tut mir leid, Roy, wegen der Beule hier an dem schönen Fahrzeug. Ich meine, ein Schlitten, der hat's echt nicht verdient, so zu enden. So, und hier sind wir jetzt auch bei Hotel El Mar. Hotel El Mar, 9:17 Uhr. Nicht die beste Adresse von Los Angeles, eine kleine Absteige. Cheap Rates und heißes Wasser. Was will man mehr? So, gehen wir mal rein und dann schauen wir uns hier mal um. LAPD. We're making inquiries into the whereabouts of an Albert Hammond. No one here by that name. You sure? Sure, I'm sure. This isn't the sort of place where people use their real names. Take a look at the register if you don't believe me. Well, you don't see that every day. Und schauen wir da mal rein. El Mar Hotel.
Das Kundenbuch. Okay, so look for prominent Tommies. That should narrow it down. Suche nach prominenten Engländern. Ich kenne doch kaum prominente Engländer. Veronica Lake, Jimmy... Orson Welles, Orson Welles. Orson Welles, das könnte es sein. Orson Welles. Oder? War das nicht ein Schriftsteller? Ich weiß es gar nicht. Wer war denn noch Engländer? Humphrey Bogart. Marilyn Monroe. Ist ja lustig. Ist ja hier ein Star-Gehabe. War Humphrey Bogart Engländer? Ich weiß es nicht. Bob Hope. Der sagt mir auch was. Gene Tierney. Winston Churchill. Den kennen wir natürlich auch. Im Weltkrieg gegen Hitler gekämpft. Ist Humphrey Bogart ein Engländer oder Winston Churchill? Winston Churchill ist auf jeden Fall ein Engländer, ein berühmter. Winston Churchill. A very patriotic Englishman is staying in room 207. The old bulldog. Even at a flop house, Adley can't get out from his shadow. Okay. Dann wollen wir uns jetzt mal Zimmer 207 umschauen. Also Winston Churchill ist auf jeden Fall ein berühmter Engländer. Und hier ist das Zimmer 207. Door's unlocked. Die Türe war nicht abgesperrt. Ob wir hier richtig sind? Wir summen doch Zwiebeln, das liegt wahrscheinlich am ganzen Müll. Was ist das denn? Abschnitt links, Reihe J. I guess a fighter has plenty of time on his hands between bouts. Okay. Haben wir sonst noch was zu entdecken? Was haben wir denn hier? Insta-Heat, die kennen wir doch. Adrian Black's product of choice. Seems like a lifetime ago. Was sollen wir hier sonst noch finden? Candy Edwards, Preisausschreiben, Teilnahmeformular. Candy has expensive taste. Albert has his work cut out for him. Who's Candy? Candy Edwards, the lady who filled out this coupon. All right, let's go after his girl. See if that gets us any closer. Mal gucken, ob wir sonst noch irgendwas finden. Was ist das denn? Ein Gebiss? Auch schönes Waschbecken, das sieht richtig lecker aus. Lecker, lecker Hundebäcker. Hier ist die Musik aber immer noch am Laufen. Hier müssen noch Hinweise rumliegen, liebe Freunde. Lippenstift an den Zigaretten. Das war wahrscheinlich Candy. Aha. Buchmacherauszahlung. 11 grand would be a nice little nest egg. Na, wahrscheinlich ist er mit diesen 11.755 oder das ist 155 Euro durchgebrannt mit Candy, mit der Zuckerschnitte Candy. Another window exit. Must have just missed him. Ah, hier Müll gucken wir auch nochmal. Western Union. Western Union Telegramm. Elvira Hammett. 12 Blick Grain. Bin bald daheim. Dein Junge war gut. Albert. He must be heading home. You know, I hope he makes it. That crooked son of a bitch? No chance. Ich glaube, hier haben wir alle Hinweise gefunden. Wer ist das denn da? All right,
Let's go after his girl. See if that gets us any closer. Na gut, dann wollen wir mal die zuckersüße Candy Edwards aufsuchen. Yummy.